Ja, da bin ich wieder am Start. Unterwegs, wieder hier zum 10. Mal an der gleichen Stelle. Nein, nicht zum 10. Mal, aber wieder hier lang, weil heute kommen die neuen Bremsen- und Kupplungshebel endlich ran. Die sind ja schon am Anfang der Woche angekommen. Also, ihr müsst immer denken, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Wenn das Video rauskommt, ist das alles schon lange her. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich hier aufnehme, wir haben heute Sonntag und die sind am Dienstag oder so angekommen bei mir. Und das war ja, wie gesagt, die Woche, wo mein Vater im Urlaub war. Ich fahre jetzt heute zu dem wieder hier rum. Ich mag die Strecke einfach, weil man hier ein bisschen außerorts fahren kann. Heute ist es sehr warm. Und dann bauen wir die Bremsen- und Kupplungshebel an. Das sind auch genau die, die ich schon gezeigt hatte. Ja, das ist heute der Plan. Ich habe ja im letzten Video erzählt, ich wollte mein Motorrad waschen gehen. Gestern hätte ich es machen können, aber ich habe es nicht gemacht. Warum? Weiß. Oh mein Gott, der fragt sich warum. Warum? Ich habe ihm nichts getan. Weil es nicht wirklich so dreckig war, dass ich zu einer Waschbox hätte fahren müssen. Zu diesen, ihr wisst schon, wo man halt 1 Euro 2 reinschmeißt, wo man die so waschen kann. Con shampoo questo? Und dann habe ich das halt zu Hause gemacht. Ein Eimer, Lappen, Gartenschlauch, bisschen den groben Dreck entfernt und dann ging das. Jetzt ist sie auch wieder relativ ordentlich, die Felgen auch sauber gemacht, dann glänzen die wieder gut. Auf dem Blau sieht man das zum Glück nicht so doll, den Dreck. Das ist eigentlich sehr geil. Ne, Quatsch, nicht überlegt. Wenn ihr das Video hier schaut, dann ist das wohl schon gewesen, wenn ich zweiteilige Videos mache. So wie zum Beispiel von dem Hausstreckenvideo, was ja schon raus ist, während ich das hier aufnehme. Nein, Quatsch. Während ich das hier aufnehme, ist das noch nicht drauf. Ich komme selber, ich bin so verwirrt. Ich komme selber nicht mehr klar. Also, ich fange nochmal neu an mit dem Satz. Oh shit, here we go again. Ich überlegte, ob ich... Nein, ach Junge, was laberst du hier? Und ja, nur komm! Jetzt konzentriert euch bitte mal. Konzentriert euch! Ich habe so einen Hals! Jetzt nochmal. So, musste kurz meine Gedanken sortieren, weil ich selber nicht mehr durchblicke, in was für einer Zeitschleife meine Videos sind. Also, ich habe ja die Zweiteiler. Meine alte Hausstrecke zum Beispiel. Und ich habe noch ein Video, was zusammengehört. Aber jedes Video ein Video für sich im Sinne ist, aber was ich am selben Tag aufgenommen hatte. Hä? Da habe ich dann immer mittwochs ein Video hochgeladen. Ich überlege sogar, wenn ich genug Material habe, was ich zu dem Zeitpunkt von dieser Aufnahme jetzt gerade nicht sagen kann. Aber das werdet ihr dann sehen, wie die Videos released wurden, dass ich 2 Videos die Woche raushaue. Ich meine, vom Schneiden her geht das. Was auch noch wirklich schwierig ist, immer was zu finden, worüber man erzählen kann. Weil ich wohne nicht in einer großen Großstadt, wo man jetzt einfach durch die Stadt fahren kann und da passiert immer was. So, bei mir ist mehr so ländlich. Hier muss man eher die Landschaft enjoyen. Oder wenn es Ideen gibt, schreibt das einfach rein, worauf ihr Bock habt zu sehen. Ich versuche auch wirklich die Videos immer so mindestens 10 Minuten zu halten. Oder so um die 10, 12 Minuten. Aber das ist manchmal echt schwierig. Es ist nun mal so, ich fahre die Strecke ja und dann sehe ich das im Schnitt nochmal und ich muss dann entscheiden, was für jemanden, man muss ja so rangehen, man muss entscheiden, was für jemanden interessant ist, der das zum ersten Mal schaut. So, aber es soll ja auch nicht langweilig werden.
Von daher nimmt das immer sehr viel Zeit in Anspruch, das Schneiden. Nicht im Sinne von, das Schneiden ist anspruchsvoll, sondern das Schneiden, das richtige Rein- und Rausschneiden, das ist anspruchsvoll. Mich würde es interessieren, wie jemand die Videos schneiden würde, der nicht selber gefahren ist. Ob das nochmal einen Unterschied gäbe oder nicht. Ich meine, ich habe ja eh diesen Schnittstil mit den Memes, mit den Twitch-Emotes unten, weil ich einfach diese Twitch-Emotes, diese PP-Emotes ultra feier. Und ab und zu mal ein Meme oder so. Das ist halt so mein Humor. Ich finde das halt lustig, so darüber kann ich lachen. Ich wäre nicht zufrieden, wenn es jemand anders für mich schneiden würde. Es wäre interessant, 100 Pro. Aber ich würde es, glaube ich, eh nicht verwenden. Weil das Schneiden ist auch mit das, was mir am meisten Spaß macht, nach dem Motorradfahren und Aufnehmen. Dann würde ich mal behaupten, ich werde es heute nicht vergessen. Ich werde 1, 2 Aufnahmen machen. Ich sage das mit einem Lächeln, ich glaube, das hört man auch. Ich werde 1, 2 Aufnahmen machen. Ich werde es nicht vergessen. Also, bis gleich. Also, wie ihr seht, habe ich neue Bremse- und Kupplungshebel am Start. Und heute fährt mein Vater mal vor. Eigentlich haben wir auch immer einen Sehner, mit dem wir sprechen können. Aber sein Akku ist leer und deswegen können wir nicht miteinander reden. Aber die Strecke, die wir fahren wollen, die kenne ich halt nicht so gut. Beziehungsweise er meinte, lass uns in die Richtung fahren. Und dann habe ich gesagt, fahr du mal vor. Dann hat er gesagt, ja, ich bin aber nicht so fit im Motorradfahren. Habe ich ihm gesagt, ist kein Problem. Ich fahre halt so, wie es für dich passt. Jetzt ist nur das, was im Schnitt schwierig wird, sein Kennzeichen zu verpixeln, aber DaVinci bietet da ja ganz gut was mit dem Tracking. Ich hoffe mal, dass das gut funktioniert. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt noch nicht lange gefahren mit den neuen Bremsen- und Kupplungshebeln. Die fühlen sich einfach gut an. Also die Dosierung bei der Bremse ist sehr, sehr gut. Also wirklich, die Vorderradbremse. Beim Motorrad ist die Vorderradbremse ja immer so, als würde man bei einem Auto mit dem linken Fuß bremsen. Also so abrupt. Aber die hier jetzt, die neue, die ist sehr, sehr sanft. Also die kann man wirklich sehr gut dosieren. Und die Kupplung ist auch echt geil. Also die ist wirklich... Man hat richtig gut Gefühl damit. Also richtig gut. Vielleicht haben wir es auch einfach besser eingestellt. Oder... Nein, nicht so. Wir haben es nicht besser eingestellt. Ich denke, die Einstellmöglichkeit ist einfach präziser bei den Zubehörartikeln als bei den Standardartikeln jetzt. Also ich bin zufrieden. Optisch und auch... Optisch ist ja das zweitwichtigere. Optisch und funktionstechnisch. Funktionstechnisch bin ich echt zufrieden damit. Haben sich auf jeden Fall gelohnt als Investition. Und das war auch erstmal die letzte optische Veränderung. So würde ich jetzt mal behaupten. Weil jetzt habe ich alles so erstmal, wie ich haben will.